Willkommen zu einem neuen Video hier auf Ralf-Ma Magazin. Heute geht es um etwas, das jeder von uns kennt. Den Wunsch nach einem Neuanfang und die enorme Hürde, die genau am Anfang steht. Bevor wir starten, wenn du gerade an einem Punkt bist, an dem du etwas Neues beginnen möchtest, aber irgendetwas hält dich zurück, dieses Video ist für dich. Kapitel 1: Die Entstehung des Zögerns. Es beginnt immer gleich. Du hast eine Idee, ein Gefühl, eine Vision. Etwas in dir sagt, es ist Zeit. Und dann passiert es. Du zögerst. Noch bevor der erste Schritt gemacht ist, spürst du dieses lähmende Gefühl. Warum ist das so? Weil unser Gehirn lieber mit Bekannten bleibt. Nicht, weil es besser ist, sondern weil es sicherer erscheint. Dann kommen die inneren Kritiker. Schaffst du das wirklich? Es steckt zu viel Risiko drin. Mach's morgen. Und manchmal wird der Druck von außen noch größer. Menschen sagen dir, dass du spinnst, dass du übertreibst, dass du zufrieden sein solltest. Und dann kommt der größte Mythos überhaupt, der perfekte Zeitpunkt. Wir warten, warten und er kommt nie. Die Wahrheit ist, der perfekte Zeitpunkt ist immer jetzt. Kapitel 2: Das erste Beben meistern. Jetzt stell dir vor, du machst den ersten Schritt und dann kommt das erste Hindernis. Du rennst gegen eine Wand. Die Motivation sinkt. Die Zweifel steigen. Das ist der Moment, an dem 80% der Menschen wieder aufgeben. Doch hier beginnt deine Stärke. Praktische Strategien, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Erstens, sofort anhalten, atmen, einordnen. Der erste Schock ist normal. Mach eine kurze Pause, aber keine lange. Zweitens, die Situation neutral beobachten. Nicht, ich bin gescheitert, sondern okay, das war ein Hindernis. Was kann ich lernen? Drittens, Mikroerfolge feiern. Der Schlüssel zu echtem Fortschritt liegt nicht in riesigen Sprüngen. Es sind die kleinen Schritte, die dich ins Rollen bringen. Eine E-Mail schreiben, ein Kapitel lesen, eine Entscheidung treffen, einen Plan skizzieren. Jeder kleine Sieg baut Dynamik auf und Dynamik trägt dich durch die schwierigen Phasen. Kapitel 3: Das Tal des Zweifelns. Nach den ersten Erfolgen kommt eine Phase, über die kaum jemand spricht. Das Tal des Zweifelns. Die Motivation verpufft. Der Weg erscheint länger als gedacht. Das Warum wird schwächer. Und genau hier entscheidet sich alles. Geschichten aus dem echten Leben zeigen, keine erfolgreiche Person ist ohne dieses Tal ausgekommen. Manche waren kurz davor aufzugeben und der Durchbruch kam genau danach, weil sie nicht perfekt waren, sondern hartnäckig. Werkzeuge, um dein Warum neu auszurichten. Schreib dir dein Ziel neu auf. Klarer, einfacher, stärker. Erinnere dich an den Grund, warum du angefangen hast. Visualisiere den Menschen, der du wirst, wenn du weitermachst. Ein starkes Warum überschreibt hunderte Zweifel. Kapitel 4: Unaufhaltsame Dynamik aufbauen. Jeder Rückschlag kann Treibstoff werden. Nicht die Niederlage zählt, sondern das, was du daraus machst.
wie du Momentum baust. Rückschläge als Hinweise nutzen, nicht als Stoppschilder. Verantwortlichkeit aufbauen. Ein Freund, eine Gruppe, ein Coach. Menschen, die dich anfeuern und mitziehen. Eine unterstützende Gemeinschaft finden. Fortschritt ist leichter, wenn du ihn nicht alleine gehst. Resilienz entwickeln. Resilienz ist mentale Stärke, die entsteht, wenn man weitermacht. Nicht durch Routine, sondern durch Herausforderungen. Jede Hürde macht dich ein bisschen unzerstörbarer. Kapitel 5: Deine dauerhafte Transformation. Wenn du die ersten Schritte hinter dir hast, passiert etwas Tiefes. Du veränderst dich. Nicht nur deine Fähigkeiten, sondern deine Identität. Du wirst jemand, der durchzieht. Jemand, der Herausforderungen annimmt. Jemand, der wachsen kann. Frühe Siege sind der Grundstein für alles, was danach kommt. Neue Träume, neue Wege, neue Möglichkeiten. Und eines wirst du erkennen: Ein Neuanfang ist kein einmaliges Ereignis. Es ist eine fortlaufende Reise. Und du bist stärker als jedes Hindernis, das vor dir steht.